Also, ist das für dich noch ein Thema? Perfektionismus? Total. Also ich bin dabei, das zu ändern, weil ich weiß, dass es total viel auf dem Weg steht, finde ich. Aber ich muss schon sagen, dass ich immer danach gestrebt habe, das musst du richtig können, das musst du hier können. Wenn du da dann irgendeine Ansage verkackst oder was weiß ich was. Also das sind schon Sachen, die mich immer noch sehr beschäftigen. Es wird besser mit der Zeit. Ich meine, du hast ja noch viel mehr Erfahrung und bist viel länger noch auf der Bühne. Wie ist es für dich mittlerweile? Ja, ich bin ja tatsächlich 1,5 Mal so lange auf der Welt wie du. Ja. Und das ist tatsächlich ein Faktor, den man nicht vernachlässigen darf. Also du hast gerade gesagt Zeit. Und was ich im Leben festgestellt habe, bei allen wichtigen Sachen, man kann ganz viele Sachen, es gibt eine Abkürzung, einen Cheat, irgendwie eine Hintertür, aber eine Sache, die man nie cheaten kann, ist Zeit. So, es gibt keine Abkürzung für einen 100-Meter-Lauf und genauso wenig Trauerarbeit zum Beispiel. Wenn man jetzt sagt, man möchte gerne irgendwie das nach hinten schieben, dann schiebst du es noch auf und es kommt dann später wieder. Und das ist tatsächlich etwas, so eine gewisse Form von Gleichgültigkeit, positiver Gleichgültigkeit, Entspanntheit gegenüber diesem muss ich perfekt sein, das hat sich bei mir ganz Stück für Stück mit der Zeit gegeben. Ich stelle mir tatsächlich gerade eher die Frage, wie schaffe ich es, so natürlich ich zu sein wie irgendwie möglich. Das ist mir inzwischen viel wichtiger als perfekt sein, weil perfekt sein häufig heißt, dass man gar nicht mehr so richtig man selber natürlich ist, sondern versucht, irgendeine Rolle einzunehmen. Genau das ist auch tatsächlich der Grund, warum es mir immer leichter fällt, das auch umzusetzen, weil KI und Co., das ist das, was nachher quasi versucht, perfekt zu sein und nachher zählt einfach die Menschlichkeit, es zählen die Schwächen und so weiter und ich glaube, das wird nachher unsere Stärke sein. So, und deswegen das eigentlich noch mehr rauszuarbeiten, das ist so das, was ich versuche irgendwie auch bei dem Ganzen so mit einzubringen. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird uns am Ende auch ausmachen und auch auf der Bühne quasi von dem allem, ja, wie sagt man? Abheben. Genau. Du hast gerade gesagt, bei Ansagen, dass du das Gefühl hast, du hast jetzt eine Ansage verkackt. Ja, genau. Machst du dir wirklich vorher Gedanken, was du sagst? Nicht immer. Aber jetzt bei so einer Show wie Wacken zum Beispiel schon. Weil ich denke, okay, ich will jetzt Album reinbringen. Ich will Tour mit reinbringen. Aber du lernst keine Ansage auswendig, du hast nur Kernpunkte, das habe ich die du früher haben gemacht. willst. Das habe ich früher gemacht. Ich auch ganz früher, das ist furchtbar. Das ist ganz schlimm. Seitdem sage ich einfach, wonach mir ist. Ja, das ist wirklich ganz schlimm, weil dann verdrehst du irgendwelche Worte und dann geht gar nichts mehr. Ja. So, aber so, dass man zumindest die Key-Themen hat und so und weiß, wann will man was sagen, weil das passt irgendwie zu dem Song und so weiter. Also das muss ich mir schon manchmal noch ein bisschen aufschreiben. Wie kommst du klar mit Text? Weil für mich ist eine Sache, natürlich sein auf der Bühne, okay, kein Problem. Das habe ich inzwischen für mich so raus, dass ich sage, scheiß auf Perfektionismus, Hauptsache ich bin ich. Ja. Aber ich bin ganz schlecht mit Texte merken. Je mehr Songs ich in meinem Leben schreibe. Bei den Songs? Wird immer, und gerade bei meinen eigenen. Ich kann alle Songs aus der Kindheit von allen Bands. Ja, ja. Das heißt, Ich auch. Text ist wirklich meine Schwachstelle. Wenn ich in der ersten Strophe drüber nachdenke, wie die zweite beginnt, ist alles raus. Du darfst nicht drüber nachdenken, das ist ja der Punkt. Seitdem habe ich Text auf der Bühne. Okay. Ich gucke kaum hin, aber zu wissen, er ist da. Ja, nee, das habe ich tatsächlich noch nicht. Okay, dann warten wir ab. Aber, genau, ich glaube auch, das kommt auch mit den Jahren. Ja. Aber tatsächlich, also es gibt so ein paar Songs, immer wenn es so ein bisschen sehr ähnlich ist, wenn die erste Strophe ähnlich zu der zweiten ist. Oder wenn du bei einem Demo zum Beispiel einen ganz anderen Text hattest wie dann später, Man hat sich dran dann gewöhnt. bin ich auch komplett einfach verwirrt manchmal. Und das muss man dann bei den Proben noch irgendwie raushämmern. Nee, ich muss jetzt gleich meinen Teil für das Musikvideo drehen. Ja. Und ich habe die ganze Hinfahrt nach Wacken mir den Song angehört und ich kriege die zweite scheiß Strophe einfach nicht rein. Es sind nur 4 Zeilen. Es kommt dann beim Dreh und das ist ja auch im Video, es wird geschnitten. Aber das sind die Punkte, wo ich denke so, fuck, da wäre ich gerne besser. Und da werde ich nicht mehr perfekt. Ja, aber das ist dann, es gibt da muss ich mir helfen dafür. lassen. Ja, ich finde es auch überhaupt gar nicht schlimm. Also du hast so viele Sachen da auf der Bühne, die passieren können. Ich finde das auch immer spannend, weil du von so viel auch abgelenkt werden kannst. Ne? Und wenn du zu viel drüber nachdenkst, einfach auch über das, was du gerade auf der Bühne machst, dann ist es vorbei. So, also von daher, es kann echt viel passieren, was dich rausbringt und dann ist es immer gut, wenn man irgendwie noch eine Hilfe hat. Es gibt, bei neuen Songs habe ich schon manchmal noch einen Ausdruck da, wenn ich es nicht ganz weiß, aber normalerweise... Also mir helfen, ich habe gar nicht die ganzen Texte, sondern ich habe meistens so die Anfänge der Zeilen, wie so Punkte von einem Referat in der Schule. Ja, okay. Und das reicht mir meistens schon. Okay. Aber kein Teleprompter?
Doch, Nee, ja, aber es läuft nicht mit, sondern Ah, ja, ich habe okay. quasi so ein Bildschirm pro Song, wo in verschiedenen Farben Strophe ist halt die Ja, eine ja. Farbe und Refrain die andere, dass ich so die Anfänge habe. Ja, ja. Wenn man Und die allein Anfänge zu hat, dann wissen, geht es aber ist alles. da, dann geht es mir gut. So, und dann muss ich auch meistens nicht hinschauen. Ja, ja. Und ich habe beim ESC, da konnte ich das nicht haben, ich hatte so rote Lackarmstulpen. Da habe ich mir so die Anfangsworte der Strophen von der Strophe 1 auf die rechte Stulpe und Strophe 2 auf die linke. Ich habe es nicht benutzt, aber ich wusste, es ist da. Warum denn so rum? Warum die erste Strophe hier und die zweite Weil ich da? Das ist irgendwie, doch falsch rum. weil ich hatte für die erste Strophe irgendwie das Mikro in der linken, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Okay. Naja, irgendwie macht schon Sinn. Genau. So, aber das hat mir geholfen. So. Ja, kann ich verstehen, aber gerade bei so einem ESC, da ist man auch, glaube ich, nochmal extra aufgeregt, da braucht man schon einen Doppel. Aber warte mal 15 Jahre, wenn du 21 bist, wie es dir dann geht auf der Bühne. So, Ich werde dir berichten, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, bin gespannt. danke dir. Sehr gut.